Zuhause. Ein Ort, eine Person, das eigene Ich oder auch nur ein Gefühl. Wenn ich die Augen schließe und an Zuhause denke, sehe ich Bilder meines Häuschens, umgeben von der Natur und der Stille des Waldes. Ich kann mich noch sehr gut an den Moment erinnern, an dem ich vor dem Haus stand und das erste Mal die Veranda und den Kronleuchter gesehen habe. Ich habe mich sofort verliebt. Heute führe ich euch durch mein Haus, zeige euch die einzelnen Räume, meine Lieblingsorte und die Geschichten dazu. Hey meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Willkommen auf meinem Kanal. In den letzten Videos habt ihr mich immer mal wieder gefragt, hey Fenja, wie groß ist eigentlich dein Haus? Wohnst du hier alleine? Und kannst du uns mal eine Haustour zeigen? Und heute kommt sie. Heute führe ich euch durch mein Haus und zeige euch die ganzen Räume. Aber bevor wir dazu kommen, kommt jetzt ein paar Fakten, so dass eure Fragen erstmal beantwortet werden. Erstens, ich lebe hier schon seit 4 Jahren und es ist mein Haus, also ich habe es gekauft. Zweitens, das Haus ist ungefähr 46 Quadratmeter groß, inklusive Veranda, und die Grundstücksfläche, also mit Garten, ist ungefähr 450 Quadratmeter. Drittens, es ist ein Holzhaus und wird mit Gas betrieben. Viertens, eine kleine Story, wie ich überhaupt zu diesem Haus hier gekommen bin und warum ich es gekauft habe. Als ich mit meiner Ausbildung fertig war, waren meine Eltern und ich auf der Suche nach einer Eigentumswohnung. Die Preise waren damals aber abnormal teuer und deshalb hat Papa sich auch umgeguckt auf eBay Kleinanzeigen und ist durch Zufall auf dieses Häuschen hier aufmerksam geworden. Er hat mir das gezeigt und meinte so, hey, was hältst du davon? Und ich so, also ich weiß ja nicht, irgendwie kann ich mir das nicht richtig vorstellen. Wir sind dann hierher gefahren und ich habe mich tatsächlich sofort verliebt. Es war Liebe auf den ersten Blick. Fünftens, ich lebe in diesem Häuschen alleine. Und nein, ich habe keine Angst, weil das fragen mich auch immer ganz, ganz viele. Fenja, hast du nicht irgendwie Angst hier, auch nachts alleine? Nein, also ich bin trotzdem von Nachbarn umgeben. Es ist jetzt nicht so, dass ich komplett abseits lebe. Es ist schon ein bisschen ab vom Schuss, würde ich sagen. Aber ich habe überhaupt keine Angst. Sechstens, es ist schon ein bisschen anders als in normalen Wohnungen oder Häusern, denn zum Beispiel ich habe hier kein normales Internet, die Rohre im Winter frieren oft ein, es ist schon ein bisschen anders und daher manchmal ein bisschen komplizierter als in anderen Häusern oder Wohnungen. Siebtens, das Haus ist wunderschön, aber hat auch echt viele Macken und ist auch schon sehr alt. Viele Fenster sind nicht wirklich dicht und an manchen Stellen sogar schon von außen ein bisschen morsch. Ich hatte erst hinten einen Wasserschaden, wo komplett das Bad, Küche und Schlafzimmer neu gemacht werden mussten, also der Boden und die Wände. Und so an anderen Stellen merkt man schon, es ist schon ein bisschen älter. Ich denke, das war erstmal so das Wichtigste vorab. Falls ihr doch irgendwelche Fragen noch habt, schreibt es gerne in die Kommentare und so können wir uns da noch ein bisschen austauschen. Jetzt würde ich sagen, dass wir die Haustour starten. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und vielleicht ein paar Inspirationen. Ich glaube, das macht jetzt am meisten Sinn, dass wir hier auf der Veranda starten. Man könnte es wirklich so wie mein zweites Wohnzimmer im Sommer nennen. Ich habe erst vor, glaube ich, 2 Jahren die Veranda hier umgestaltet. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass es mir gar nicht mehr so gut gefällt von den Farben her. Aber eventuell vielleicht nehme ich euch diesen Sommer mit, um das so ein bisschen umzudekorieren. Auf meiner Veranda befindet sich einmal so ein richtig cooler Hängesessel. Der ist echt richtig entspannt. Genauso wie so ein ganz großes Palettensofa. Das habe ich damals auch selbst gemacht, also die Paletten selbst angestrichen und zusammengebaut. Und habe hier dann noch so 2 Obstkisten, die ich von Bauern bekommen habe, weiß angestrichen und hier rangenagelt. Genauso wie ein
Beistelltisch hier, der ist auch schon super alt und eigentlich nicht für draußen geeignet. Das ist der bekannte Kronleuchter, den ich auch im Intro erwähnt habe. Also er ist ziemlich niedrig und ich kenne kaum jemanden, der nicht hier mal gegengestoßen ist. Ich habe vor 2,5 Jahren erst dieses Haus hier angestrichen, also außenrum so ein dunkles Grau. Außer tatsächlich hier innen auf der Veranda, das fehlt noch und man sieht es auch echt an einigen Stellen, dass es ja die Farbe so ein bisschen abblättert, aber vielleicht schaffe ich es ja dieses Jahr noch die Veranda zu streichen. Hier auf der Seite befindet sich noch so ein paar Regale, wo ich Bilderrahmen befestigt habe. Als ich das vor 2 Jahren diese Veranda umgestaltet habe, habe ich die Bilderrahmen befestigt und sie sind nicht einmal umgefallen. Ich habe sie damit so mit Patafix fixiert. Das war halt bombenfest. Und hier unten befinden sich noch 2 Sperrmüllfundstücke. Die habe ich tatsächlich auf dem Sperrmüll gefunden. Einmal diesen Stuhl hier hinten, den habe ich dann noch so ein bisschen angeschliffen und angestrichen. Ich finde, der sieht richtig cool aus. Genau, das war es jetzt eigentlich so von der Veranda und ich würde sagen, wir gehen einmal rein. Wir befinden uns jetzt hier auf meinem Flur. Der ist wirklich echt super klein, aber ich finde ihn echt sehr süß. Hier links befindet sich so ein kleines Regal. Ich glaube, der ist eigentlich für draußen für so Blumentöpfe, aber ich fand ihn einfach cool, weil der einfach super schmal ist und hier perfekt reinpasst. Dort oben befindet sich mein Kerzenständer. Den habe ich auch irgendwo mal in so einer Fundgrube gefunden für 3 Euro oder so und ich finde, der macht echt was her. Ansonsten befindet sich hier noch ein Ganzkörperspiegel und so ein kleiner Schlüsselkasten und das war's hier jetzt eigentlich schon. Und auf der rechten Seite hier befindet sich meine Garderobe und mein Schminkzimmer. Die hat Papa tatsächlich damals selber gebaut aus einer Gardinenstange oder Duschstange hier oben und 3 Bretter, die er hier unten befestigt hat für meine Schuhe. Hier ist noch so ein kleiner Korb mit ein paar Schals und ein paar Taschen, die ich hier aufgehängt habe. Hier drüben befindet sich mein Schminktischchen. Den habe ich von Hamburg mitgenommen. Ich habe ja 1 Jahr lang in Hamburg gelebt und hier stand vorher ein anderer Schminktisch und der passt perfekt, wie man sehen kann, hier rein. Dieser Spiegel finde ich auch richtig cool, weil er hier einfach so eine LED-Leiste hat. Dieser Hocker hier ist auch richtig cool. Den habe ich auch vom Sperrmüll gefunden und Mama hat den dann nochmal so gepolstert mit so einem anderen Stoff. Ich finde das richtig cool, sich so in so einem separaten Raum fertig zu machen. Jetzt kommen wir hier zu meinem Wohnzimmer. Und ich liebe dieses Wohnzimmer, weil einfach so viel Licht hier durchkommt. Wegen den ganz vielen Fenstern. Diese Couch hier, die habe ich tatsächlich auch aus Hamburg mitgebracht. Die stand vorher in meiner Hamburger Wohnung. Und als ich umgezogen bin wieder hier in dieses kleine Häuschen, wollte ich das Sofa unbedingt mitnehmen. Und tatsächlich passt das einfach direkt passgenau hier hin, als ob es eigentlich hierfür gemacht wäre. Ich habe das damals aus eBay Kleinanzeigen gefunden und gekauft. Super günstig und ich finde das wirklich sehr gemütlich. Und hier auf der anderen Seite ist meine kleine TV-Ecke mit einer kleinen Kommode. Das war ein absoluter Fail. Ich habe die noch gar nicht so lange, glaube ich erst seit einem halben Jahr, habe die im Internet bestellt. Ich dachte, hier vorne wäre das richtiges Rattern, aber war es tatsächlich nicht. Also da möchte ich auf jeden Fall noch eine andere Lösung für finden. Vielleicht baue ich auch irgendwann mal eine kleine Kommode hierfür selbst. Hier habe ich dann noch meinen Fernseher und ein bisschen Deko und of course wieder ein paar Kerzen, genauso wie mein Vision Board. Und mein Vision Board müsstet ihr eigentlich schon kennen, ansonsten verlinke ich es euch mal hier oben. Dort habe ich nämlich euch mitgenommen, als ich mein Vision Board gestaltet habe. Wenn man vom Wohnzimmer hier reinkommt, befindet sich hier so ein Durchgangszimmer. Es ist echt schwierig zu beschreiben, wie man dieses Zimmer hier nennen könnte, denn es ist einerseits ein Arbeitsbereich und gleichzeitig irgendwie auch so ein
Yoga- und Meditationsraum. Hier ist mein sehr, sehr großer Schreibtisch mit einer wirklich sehr, sehr schönen Aussicht, finde ich. Hier arbeite ich nicht nur, sondern ich töpfer hier auch sehr, sehr gerne. In meinem vorletzten Video, glaube ich, habe ich sogar mit euch gemeinsam getöpfert und diese Sachen hier getöpfert. Also schaut da mal gerne rein. Neben meinem Schreibtisch ist so eine kleine Kaminecke. Es ist kein Kamin, aber irgendwie ähnelt es einem Kamin, finde ich. Dort sind ein paar Kristalle von mir, ein bisschen Kerzen und daneben befindet sich meine Staffelei mit einem Bild. Und hier unten ist nur noch so meine Yoga-Sachen, Meditationssachen. Und wenn wir dabei sind, Yoga und Meditation, ist hier meine Yoga-Ecke. Hier in dieser Ecke mache ich immer Yoga oder meditiere. Ich glaube, das habt ihr auch schon ganz oft in meinen Videos gesehen. Dieser Spiegel ist wirklich sehr, sehr riesig und ich finde ihn super cool, weil erstens, er vergrößert den Raum nochmal irgendwie extra. Zweitens, ich finde ihn richtig toll, weil er so abgerundete Ecken hat. Der wurde extra zugeschnitten, also der ist 2 Meter groß und 1 Meter oder 1,20 Meter breit. Hier unten sind noch ein paar Yoga-Essentials, Yoga-Meditationszubehör, ein paar Pflanzen, genauso wie hier noch ein paar Kräuter. Das hier ist eigentlich eine Gasheizung, die funktioniert aber nicht mehr und diese auszubauen wäre einfach viel zu kompliziert und würde viel zu teuer sein. Deswegen steht sie jetzt einfach nur als Dekoration und gegenüber von dem Yogaraum sind noch 2 Schränke. Sehr unspektakulär, wo ich noch ein bisschen Stauraum habe für Putzsachen, Kamerasachen etc. Jetzt kommen wir zu meiner Küche. Die Küche ist irgendwie gleichzeitig auch der Flur zum Badezimmer und zum Schlafzimmer. Auch wenn die Küche sehr, sehr schmal ist, passt doch echt sehr, sehr viel hier rein. Also Staumöglichkeiten, da kann ich wirklich mich nicht beklagen. Ich habe hier sonst auch alles, was ich brauche. Eine Geschirrspülmaschine, einen Backofen, einen großen Kühlschrank und was richtig cool ist, dass ich einen Gasherd habe. Das ist wirklich, ja, das absolute Highlight und es bringt wirklich sehr, sehr viel Spaß, hier zu kochen. Hier ist noch ein richtig cooles Regal. Das war schon vorher hier drin, als ich das Haus gekauft habe. Hier sind so ganz viele Aufbewahrungsgläser, verschiedene Gewürze und hier hängen noch meine Geschirrhandtücher. Das Highlight der Küche ist aber definitiv dieses kleine Fenster hier, denn die führt direkt zur Veranda und wenn man im Sommer irgendwie was gekocht hat, kann man das einfach so durchgeben und man kann dann einfach das direkt auf der Veranda essen. Das ist wirklich echt sehr, sehr cool. Willkommen im kleinsten Badezimmer Deutschlands. Ich habe wirklich noch nie so ein kleines Badezimmer gesehen und ich glaube, in der Kamera sieht es jetzt eigentlich viel, viel größer aus, als es wirklich ist. Auch nichts wirklich Spannendes, außer eine richtig schöne Dusche. Ansonsten ein Waschbecken, so ein kleines Spiegelschränkchen und auf der rechten Seite befindet sich dann eine Toilette, ein Regal, wo meine Handtücher drin sind. Und es passt sogar beides rein, also eine Waschmaschine und ein Trockner, auch wenn ich den Trockner gar nicht so oft verwende. Hier befinden wir uns jetzt in meinem letzten Raum und zwar das Schlafzimmer. Wenn man in das Schlafzimmer reinkommt, befindet sich hier auf der rechten Seite mein Kleiderschrank. Hier oben ist eine Gardinenstange, die habe ich hier befestigt, so ähnlich wie im Schminkzimmer. Hier unten sind dann auch noch so Bretter und ganz unten Körbe. Wie man sehen kann, ich muss diesen Kleiderschrank unbedingt bald ausmisten. Also wenn ihr darauf Lust hättet, dass ich mir vielleicht bald so ein Kleiderschrank ausmisten Video mache, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und hier auf der anderen Seite befindet sich einmal so ein Regal mit ganz vielen Körben und Staumöglichkeiten, sowie mein geliebtes Boxspringbett. Das ist echt super, super gemütlich. Das war es hier schon von meiner kleinen Haustour. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch einen kleinen Überblick über dieses Häuschen hier geben. Ich würde mich sehr, sehr doll freuen, wenn du mich unterstützen würdest mit
einem Daumen nach oben und wenn du noch nicht Abonnent oder Abonnentin dieses Kanals bist, ja, diesen Kanal hier zu abonnieren. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis nächste Woche. Fenja.